Trying weird exotic fruits. Oh mein Gott, Leute. Ich bin im Schlaraffenland. Das sieht so crazy aus. Das ist meine Lieblingsfrucht. Wir machen jetzt gleich einen Taste-Test. Ich freue mich so krass. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles hochbringen soll. Ein Riesendank an Jurassic Fruit. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie krass das hier einfach gerade riecht. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Guckt euch das einfach mal an. Wie viel absolut krasse Früchte ich hier gerade vor mir habe. Ich komme gar nicht drauf klar. Leute, was ist es? Ich glaube, ich bin in Thailand gerade angekommen. So, und die meisten kennen ja eigentlich schon diese Videos von mir. Aber bis jetzt habe ich ja immer nur ganz schnell diese kleinen Shorts gemacht, wo ich halt einfach jede Frucht probiere, aber überhaupt nichts dazu sage. Und deswegen machen wir heute mal ein längeres Video, in dem ich euch genau beschreibe, wie die ganzen Früchte schmecken. Von 1 bis 10. 10 ist natürlich das Beste, 1 ist das Schlechteste. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange rum. Wir machen den Taste-Test. Und ja, Anna ist heute ein bisschen klein unterwegs. Hallo. I'm the little Anna. Ich wollte euch aber diese ganzen Früchte zeigen und wenn ich stehe, dann bin ich zu groß. Deswegen machen wir das heute alles von den Knien aus. Und ich würde sagen, wir starten... Okay, jetzt muss ich hier mal kurz hochgehen. Ich weiß gar nicht, mit was wir starten sollen, Leute. Ich kann mich ja gar nicht entscheiden, aber doch. Wir starten mit meiner allerliebsten Frucht und das ist die Rambutan. Man kann sich eigentlich den Geschmack vorstellen wie so eine Art Litchi, aber zehnmal geiler. Also die Konsistenz von dem Ding ist auch irgendwie so ein bisschen anders. Ist auch nicht so penetrant süß, aber einfach toll. Einfach legendär lecker. Also das ist für mich einfach die absolute 100 von 10. Also man muss ja dazu sagen, ich war mit meiner allerbesten Freundin schon zweimal auf Bali und einmal in Thailand. Und wir haben dort ein roh veganes Retreat mitgemacht. Und da hat man sich den ganzen Tag nur so ernährt, wirklich nur so. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Rambutans ich am Tag gegessen habe. Also wirklich kiloweise. Unfassbar, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil das Ding ist ja, man muss da am Tag wirklich dann so 6 Mangos oder so essen, weil man natürlich diese Kalorien mit dem ganzen Obst auffüllen muss sozusagen. So, also 10 von 10. Hammer. Ich könnte die nur essen. Dann machen wir mal weiter mit Longans. Das sind diese Dinger. Auch eine Art Litchi-Form. Hat aber so einen ganz interessanten Nachgeschmack. Und ne, Leute, falls ihr auch mal Interesse an so einem Retreat habt, im November wird mein zweites sein. Ein reines Frauenretreat, nur mit 9 Teilnehmerinnen. Falls ihr daran Interesse habt und mehr Infos wollt, könnt ihr mir gerne auf Instagram 22 Anni schreiben. Da sende ich euch dann alle weiteren Infos zu. So, wir machen weiter mit diesem Bobble. Wisst ihr, ich esse so viel Obst. Also eigentlich könnte ich allem eine 10 von 10 geben, glaube ich. Aber das ist für mich auch eigentlich, sagen wir mal eine 9 von 10. Ja. 9 von 10. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen was Crazyes auf. Was haben wir denn hier? Diese Dinger nennen sich Kumquat. Und ich glaube, wir haben was gefunden, was ich nicht ganz so geil finde. Weil diese Dinger sind für mich wirklich fragwürdig. Weil, also, man isst es ja komplett mit Schale. Und ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie nicht so ein saurer Typ, ist mir aufgefallen. Bin dann doch eher so die Süße. Naja, wir beißen rein. Wow, ja. Ja, geht schon. Schon irgendwie geil. Aber ja, nee. 3 von 10 tatsächlich. Weiß nicht, sauer ist einfach... Sauer macht lustig, sagt man eigentlich, aber nee. Mich macht's nicht so lustig. Okay, wir machen weiter mit einer ganz tollen Frucht und die nennt sich Grenadilla. Jetzt muss ich gerade an den Film denken. Es ist so flauschig! Es ist so flauschig, ich werde wahnsinnig! Es ist so flauschig! Genauso fühle ich mich mit diesen Dingern. Ich glaube, das ist mit Rambutan meine allerliebste Frucht. Kurze ASMR-Runde als erstes. Dieses Ding ist der absolute Burner. Passionsfrüchte kennt, glaube ich, jeder. Ich bin tatsächlich auch nicht so ein großer Fan. Das hier ist aber Next Level. Es sieht ja eigentlich ähnlich aus wie eine Passionsfrucht von innen. Ist aber ganz süß. Ich bin obsessed mit diesen Dingern. Oh, was ist das für ein Geschmack? Hammer. Einfach Hammer. Beste Frucht ever. Wo habe ich denn diese ganzen Früchte? Das ist ja vielleicht auch mal wichtig zu nennen. Die nennen sich Jurassic Fruit. Und falls ich euch jetzt auch inspiriert habe, diese ganzen Früchte zu probieren, könnt ihr da gerne mit meinem Code ANNA10 bestellen. Dann bekommt ihr sie auch ein bisschen günstiger. Ich kann euch auch gerne unten in meiner Bio so einen Link reinsetzen. Dann habt ihr es schnell, dann könnt ihr schnell auf die Webseite kommen. Also Leute, ich würde es euch empfehlen. So, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, ich kenne eigentlich alles Obst. Weil ich einfach so krass obsessed bin. Jetzt öffnen wir aber was ich glaube, ich noch nie gegessen habe. Also das hier ist erstmal eine Prickly Pear, Kaktusfeige. Aber was ist das da? Es gibt leicht nach
Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wir öffnen es. Wenn das innen orange ist, dann habe ich es schon mal gegessen. Übrigens, ich liebe das ja alles so mit den Händen irgendwie zu öffnen, so richtig wie so im Urwald. Das ist übrigens auch die Mission von Jurassic Fruit. Wie auch der Name schon sagt, ne, Jurassic Park kennt man ja, dieses alte Dinosaurier, alles rough und crazy. Und das ist, glaube ich, auch so deren Mission mit ihren ganzen exotischen Früchten, weil die haben es sich wirklich zur Aufgabe gemacht, die krassesten Sachen zu finden und die an uns zu verkaufen. Also so, jetzt brauche ich jetzt aber erstmal ein Messer, weil das müssen wir aufschneiden. Ah, die da, die schmecken nach wie so Rohrzucker. Also ganz, ganz süß. Okay, wir beißen rein. Isst man das mit Schale oder nicht? Wir essen es einfach mit Schale. Krass, Alter, das ist so süß. Aber wirklich, das ist echt ein gutes Beispiel. Schmeckt wie Rohrzucker. Oh, mag ich aber tatsächlich noch mehr, weil die, wo ich bis jetzt gegessen habe, waren so ganz lappelig und alt und die sind so richtig krass frisch. Also die sind fast noch so ein bisschen knackig, wenn man es sagen kann. Boah, Hammer. Richtig lecker. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie die heißen. Also wenn ihr es wisst, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Das hier ist eine Cherimoya übrigens, Leute. Atemoya gehört nämlich zu der Familie dazu. Die ist aber leider noch zu fest. Die müssen wir noch 2-3 Tage liegen lassen, weil die reifen super schnell nach. Deswegen, falls ihr euch die bestellt und die hart ist, bitte, bitte auf jeden Fall liegen lassen. Generell immer, wenn man so exotische Früchte sich auch bestellt. Leute, das ist exotisches Obst. Das darf nicht 3, 4, 5 Tage in der Sonne irgendwie bei euch in der Küche rumchillen. Natürlich fängt es dann an mit Chillen. Also wichtig, die Sachen, die schnell kaputt gehen, macht die bitte sofort in den Kühlschrank. Und der Rest muss noch ein bisschen nachreifen. Und das ist die absolute Lieblingsfrucht von meiner besten Freundin Paula. Das nennt man Mangosteen. So, jetzt mal ein kleines Tutorial, wie man dieses Baby öffnet. Hier ist der Kopf, hier ist der Popo und man drückt hier. Seht ihr das, wie die es nachgibt? Das ist ein Zeichen von einer perfekten Mangosteen. Man drückt hier einmal außen rum, schön rein. So, und dann sieht man schon, seht ihr das, wie die wunderbar aufkracht? Und dann kann man sie wunderbar, oh mein Gott, einfach öffnen und schaut euch diese Perfektion an. Das ist eine Mangosteen. Und ich finde es so geil, weil das sieht immer aus wie so ein Knoblauch. Seht ihr das? Die gab es tatsächlich auch jeden Morgen bei unserem Retreat. Und eins kann ich euch sagen, meine Mädels waren obsessed danach. Ich würde fast sogar sagen, dass das die Lieblingsfrucht von allen war. Unglaublich. Wie kann Nature sowas Leckeres produzieren? Und bei denen ist es auch krass wichtig, wie die lagert, weil die werden leider richtig schnell schlecht. Ich würde euch empfehlen, Mangosteen immer im Kühlschrank zu lassen, meine Meinung. Aber jetzt kommen wir zu einer Frucht, die ich bis zu meinem Retreat wirklich noch nie gegessen habe. Ich weiß leider auch schon wieder nicht den Namen. Und das ist dieses Ding hier und gehört zu der Familie von der Mangosteen. Und naja, die liebe Christina kam an unserem Retreat tatsächlich auch zu uns, also von Jurassic Fruit, und hat mit uns ein Tutorial gemacht, wie man Durian öffnet. Und dann hat sie uns eben als Special dieses Ding mitgebracht. Und Leute, ich war wirklich geschockt, dass ich das Ding noch nie probiert habe. Und ich bin obsessed, Leute. Das ist so lecker. Ich liebe ja Mangosteen und das gehört eben zur Familie dazu. Und die öffnet man auch wieder so, also hier einmal drumrum. Ist auch, man hört es auch, ist viel fester. Und das ist unsere Frucht. Ist das kein Knoblauch? Ist so ein Bollen. Da sind aber auch wieder Kerne drin. Aber auch wieder, ich habe keine Ahnung, es ist so schwierig. Okay, ich habe eigentlich gesagt, ich erzähle euch immer, wie diese Früchte hier schmecken. Aber ihr müsst sie einfach selber probieren. Das ist einfach eine Geschmacksexplosion. Okay. Hey Leute, ich glaube, das ist nach der hier, Platz 2. Das Zeug ist so geil. Oh mein Gott. Sind auch wieder Kerne drin. Hat so eine bisschen weichere Konsistenz, aber leider sehr wenig Fruchtfleisch, weil die Kerne da drin wahnsinnig dick sind. Da ich den Frucht von der Namen nicht... Meine ist heute nicht ganz bei mir. Da ich den Namen von der Frucht leider nicht weiß, werde ich ihn hier einmal hinschreiben lassen. Also Leute, ich sitze morgen noch hier, wenn ich diese ganzen Früchte probieren will. Ich glaube, wir machen jetzt mal einen kurzen Breakdown. Also, ich habe das Gefühl, alle hier auf Social Media verurteilen mich, dass ich Drachenfrüchte so doll liebe. Es gibt 3 Sorten. Das ist die weiße innen, außen rot. Dann gibt es noch eine, die ist rot, also innen auch rot. Und dann gibt es meine Lieblings, die hier, außen gelb und innen weiß. Und die ist 1000-mal süßer wie die normalen. Ich liebe aber trotzdem beide. Also es gibt 3 unterschiedliche Sorten von Drachenfrüchten. Liebe ich alle. Gibt es auch alle bei Jurassic Fruit. Dann würde ich sagen El Clasico.
Mangos. Super weich schon. Dann, das finde ich auch sehr spannend, die ist ganz grün. Da denkt man jetzt wahrscheinlich, Anna, wieso isst du eine unreife Mango? Nein, Leute, die gibt nämlich auch schon richtig schön nach. Die ist knallgelb innen und so aromatisch. Dann gibt es tatsächlich das Ganze auch in Mini-Format. Das sind nämlich Baby-Mangos. Auch mega, mega lecker. Ja, also ihr seht, bei Mangos kenne ich mich aus. Im Ernst, ich bin gerade aus allen Wolken gefallen. Ich habe gerade so ganz selbstbewusst erzählt, ja, und das sind ja Mini-Mangos. Leute, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Was zur Hölle? Ich habe da gerade mal reingebissen. Und das ist keine Mini-Mango. Seht ihr das? Das ist eine Pflaume. Ein Mix zwischen Pflaume und Mango. Das ist ganz knackig, hat die Konsistenz von einer Pflaume und den Geschmack von einer Mango. Also das ist ja mindblowing. Okay, vielleicht hört man das nochmal. Also dieser Crunch ist legendär. Alter, es gibt nichts Geileres. Stellt euch das einfach mal vor. Eine Pflaumenmango. Das ist eine Pflaumenmango. Das ist ja so krank. Das ist wirklich so lecker. Und dann, Leute, falls ihr schon mal in Thailand wart, dann kennt ihr ganz sicher Mango mit Sticky Rice. Könnte ich inhalieren. Und dafür wird eine ganz bestimmte Mango-Sorte benutzt. Und zwar die Nam Dok Mai Mango. Keine Ahnung, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall ist das diese Mango. Sie erkennt man an diesem spitzen Zulauf hier unten. Und eins kann ich euch sagen, das ist die Königin aller Mangos, meiner Meinung nach. Ganz weiche Konsistenz, null Fasern, wirklich null Fasern. Ganz süß und so einen, Hammer-Nachgeschmack. Ja, Leute, ihr seht schon, ich kann hier noch morgen sitzen. Dann Kokosnuss, bin ich ja auch Riesenfan. Geil. Hört ihr, wie viel Juice da drin ist? Haben wir in Thailand auch jeden Tag bestimmt 5 Kokosnüsse getrunken, anstatt dann Wasser. Also wir haben fast gar kein Wasser getrunken. Und jetzt würde ich aber zum Schluss, machen wir jetzt noch was sehr Specialiges auf. Und das ist unsere Jackfruit. Die wurde jetzt tatsächlich auch extra so eingeschweißt, weil die halt einen sehr krassen Geruch hat. Wir durften die ja auch bei unserem Retreat probieren. Die Mädels fanden die tatsächlich richtig lecker. Die Durian habe ich mir dann nach dem Retreat schön einverleibt. Weil die Mädels mochten sie tatsächlich nicht. Sie ist wirklich special. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie absolut geil. Ich kann auch nicht so viel von ihr essen, weil die schon sehr dense ist. Boah, die riecht wirklich wie Kaugummi. Das ist so krass, wie so Bubblegum. Das ist einfach crazy. Wir öffnen das Baby. Die ist so frisch, dass da sogar noch dieses Kleberzeug dran ist. Weil, wenn man eine Jackfruit frisch öffnet, dann entsteht da wie so Harz, kann man sich das eigentlich vorstellen, vom Baum. Das ist super klebrig. Deswegen muss man die auch mit einem geölten Messer und geölten Fingern aufschneiden, weil das eben wie Harz so an den Fingern bappt. So sieht unser Baby aus. Und hier sieht man das auch nochmal an dieser Folie. Dass dieses weiße Zeug, das ist das Klebrige. Vielleicht auch nochmal kurz das Tutorial. Also erstmal sieht sie aus von außen wie so ein Reptil, kann man fast sagen. Und innen ist die Frucht. Also das hier kann man nicht essen, aber das hier ist die Frucht. Also dieses schön gelbliche. In diesem gelblichen ist immer ein Kern. Die kann man anscheinend wie Kastanien essen. Und wir holen jetzt aber diese Frucht. Oder warte, wir machen es vielleicht hier. Einmal raus. So, seht ihr das? Wunderbar, da kommt sie schon raus. Hier, das isst man eigentlich weniger mit, sondern wirklich nur diesen Teil. Tada! So, und dann kann man den Spaß auch schon mal probieren. Und die ist einfach super. Ich mag das tatsächlich mehr, weil die so knackt. Hört ihr das? Aber es gibt auch schon welche, die schon so mehr reif sind und die lassen sich dann so richtig auseinanderziehen, ziehen so Fäden. Weil die so reif schon ist, aber die ist perfekt. Geil. Hammer. Oh, das muss ich euch auch vielleicht noch kurz zeigen, Leute. Ihr denkt jetzt vielleicht, wen will Anna jetzt hier verdroschen mit diesem Teil? Das hier ist aber nicht zum Schlagen. Generell, Leute, keine Gewalt. Gewalt ist schlecht. Das hier ist nämlich Rohrzucker. Rohrstange, ich weiß gar nicht, aber naja, auf jeden Fall wird aus dem Rohrzucker gewonnen oder einfach Zucker gewonnen. Was kann man damit noch machen? Das ist auch mal wieder ganz typisch in Thailand und zwar Sugarcane Juice. Da gibt es halt extra so Maschinen, die das dann durch so eine Presse hauen und dann kommt ja dieser ganz süße, sowas von aromatische Saft raus. Das habe ich jetzt hier nicht, also wenn du das in deinen Mixer haust, dann gute Nacht. Der wird auf jeden Fall kaputt sein, weil es ist sackhart. Aber ich habe die tatsächlich auch schon öfters geöffnet. Es gibt tatsächlich eine ganz spezielle
Öffnungstechnik. Und ich würde sagen, das machen wir im nächsten Video. Ich esse jetzt hier noch meine absolute meine Rambutan. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne euer Feedback da, ob euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video für unseren Rohrzucker. Und ich liege dieser Rambutan. Herrlich.